Hallo und herzlich willkommen bei MP-Drive zu einem neuen Review. Heute bei uns der Seat Leon aus der Baureihe 5F in der FR-Ausstattung und noch dazu die Black Edition. Das Fahrzeug ist in der wunderschönen Farbe Mystery Blue Metallic. Ja, ob es jetzt mysteriös ist, weiß ich nicht so genau, aber die Farbe ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was haben wir hier beim Facelift anders als beim normalen? Zum einen, wenn wir hier mal den Schlüssel haben, die LED-Tagfahrlichter blinken jetzt auch mit. Beim Vor-Facelift waren das noch normale Glühbirnen, sonst natürlich LED-Scheinwerfer normal, keine Matrix-Funktion, Nebelscheinwerfer. Die FR-Felgen hier in der 18 Zoll Variante mit der 225er Bereifung vorne und hinten. Sonst, was haben wir noch? Beim Facelift hat sich natürlich verändert die Heckleuchten. Bedeutet, wir haben jetzt hier die sind jetzt sozusagen fast vollkommen rot, außer die Rückfahrleuchten. Blinker sind jetzt auch hier in LED gehalten. Beim Vor-Facelift waren das ja circa hier noch so kleine, normale Halogenbirnen. Sonst doppelflutige Abgasanlage. Anhängerkupplung wäre hier auch möglich, hat das Fahrzeug jetzt allerdings nicht. Sonst beim Kofferraum schauen wir einmal rein, geht über das Logo. Hier geht gut was rein, Seat Leon typisch, leider eine sehr, sehr hohe Ladekante. Das ist beim VW Golf zum Beispiel deutlich besser gelöst mit auch dem variablen Ladeboden. Sonst haben wir hier, man kann es vielleicht ein bisschen sehen, auch das Seat Soundsystem verbaut. Bedeutet Subwoofer in der Reserveradmulde mit, ich glaube, es sind so um die 300 Watt Systemleistung und 8 oder 10 Lautsprecher, aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Vom Tank her 50 Liter gehen rein. Angegeben ist er mit 4,7 Liter Durchschnittsverbrauch. Ist tatsächlich auch machbar, weil der Motor hat ja auch eine Zylinderabschaltung. Bedeutet, wenn man jetzt wenig Gas gibt und, sage ich mal, einfach nur so dahin pendelt, dann schaltet er 2 Zylinderbänke ab, läuft dann als Zweizylinder. Bisschen wackelig, aber gut, was will man machen? Dadurch verbraucht er allerdings dann auch deutlich weniger. So, wir schauen uns einmal den Motor an. Dafür hier einmal ziehen. Haubendämpfer sind natürlich nicht mit dabei. So, hier ist der 1,4 Liter Vierzylinder, noch der 1,4er, weil wir haben hier ein 2017er Modell. Ab 2018 bis 2020 gab es dann den 1,5er Vierzylinder. Hier allerdings mit 150 PS, ACT bedeutet Zylinderabschaltung und 250 Newtonmeter in Verbindung mit dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Und die 150 PS und 250 Newtonmeter treffen hier auf 1300 Kilo Leergewicht. Und das schauen wir uns dann später mal auf der Autobahn an. Sonst schauen wir erstmal in den Innenraum. Wir starten mal auf der Rücksitzbank. Wir haben hier in den Seiten Lautsprecher, Türgriff. Hier nochmal Stoff. Das ist aufgeschäumt. Und hier wird es dann schon härter. Auch hier oben. Sonst die FR-Sitze, Sitzausstattung sozusagen in Stoff. Gibt es ja auch noch in Alcantara und Teilleder. Wir hätten dann zum Beispiel die Kopfstützen hier Alcantara. Hier wäre Alcantara und hier dann Teilleder. Schauen wir mal vorne rein. Da sehen wir schon Seat Soundsystem, Spiegelverstellung mit anklappbaren Spiegeln. Hier auch Stoff, weiche Materialien. Hier unten wird es dann härter. Auch hier in den Türablagen tatsächlich keine Stoffverkleidung. Das ist ja beim VW Golf 7 auch verkleidet. Da kommen wir aber dann nochmal im
Innenraum dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Beim Facelift hier noch die ambiente Beleuchtung. Beim Facelift auch in Farbe. Es sind ca. 8 Farben einstellbar. Hier kann man es jetzt schon ein bisschen sehen. Ist blau eingestellt, ist auch deutlich heller als beim Vor-Facelift. Da gab es ja auch nur weiß und im Sportmodus dann rot. Hier kann man es dann von den Farbmodi unabhängig einschalten. Dann setzen wir uns mal rein. Hier an den Seitenwangen haben wir ein bisschen Teilleder, hier dann Stoff und hier dann noch so ein Muster. Das hat auch so eine spürbare Perforation, würde ich sagen. Sonst Lenkrad mit normalem Tempomat, kein ACC hier mit dabei. Normales Kombi-Instrument und auch hier das große Display. Dem geben wir einmal ein bisschen Saft. Dann sehen wir schon, Seat FR als Startanimation. Auch sehr, sehr gut gehalten. Wir haben noch einen physischen Knopf zur Lautstärkenverstellung. Hier kommt man dann in das normale Menü rein. Hier hat man dann direkt die Kurzwahltaste für Full Link, bedeutet Android Auto, Mirror Link oder auch Apple CarPlay. Kann man dann hier unten mit USB verbinden. Geht leider nicht drahtlos, außer man nimmt zum Beispiel einen Adapter oder sowas dafür. Dann gehen wir mal kurz zur Ambiente-Beleuchtung. Hier kann man sehen, momentan in Blau. Es gibt noch Rot, Türkis, Weiß, so ein bisschen Creme, Gelb und auch Orange. Kann man jetzt hier gut sehen. Blau, natürlich stimmend zur Außenfarbe. So viel dazu. Wir haben hier unten noch ein Ablagefach fürs Handy. Das würde auch ein bisschen weiter runtergehen, hätten wir die induktive Ladestation dabei. Hier allerdings nicht. Normal. Ist auch rutschfest ausgekleidet. Hier dann eben auch, falls wir Keyless hätten, wäre hier dann ein schöner Ablageort für den Schlüssel. Getränkehalter. Dann ist hier noch ein Ablagefach, allerdings auch hart, also nicht verkleidet. Handschuhfach, da geht auch gut was rein. Und Handschuhfach. Hier hatte ich ja gerade vorhin noch mal gesagt, da komme ich noch mal drauf zu sprechen, weil auch hier ist es nicht verkleidet. Das ist beim Golf auch anders. Da haben wir auch die Verkleidung. Genauso wie wir beim Golf auch hier nochmal die Abdeckung haben für eine Verstaumöglichkeit für die Sonnenbrille. Aber gut. Sonst, das Fahrzeug hat man, wie man auch sehen kann, Black Edition bedeutet, wir haben den schwarzen Dachhimmel, hier schwarze Akzente am Lenkrad. Das hier ist in schwarz gehalten. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Schwarzer Dachhimmel tut immer noch mal was Sportlicheres her. Genug zum Innenraum. Wir wollen ja sehen, wie das Auto sich auf der Autobahn verhält. Bedeutet, wir fahren dann jetzt mal los. Dann hätte ich gesagt, auf geht's zur Autobahn. Davor fahren wir noch ein klein wenig Landstraße. Soundcheck erübrigen wir uns hier jetzt dann mal. Da kommt sowieso nicht sehr viel raus aus dem Auto, beziehungsweise aus dem Auspuff. Man sieht es auch schon in der Ganganzeige, hier in der Multifunktionsanzeige. E5 bedeutet, wir sind im Eco-Modus, wird uns auch hier nochmal angezeigt. Sonst, wenn wir in die Drive-Mode gehen, sehen wir auch hier Eco, Normal, Sport, Individual. Im Eco-Modus haben wir den Vorteil, dass, wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, sieht man, der Gang geht raus, Drehzahl geht in den Leerlauf und wir sind dann im Segelmodus unterwegs. Da kann man dann eben auf der Autobahn oder auch auf der Landstraße einfach nochmal ein bisschen mehr Sprit sparen. Und so kommen dann auch die 4,7 Liter hin. Die schafft man tatsächlich wirklich. Nicht wie bei manchen Autos, dass die Werksangabe komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Sonst von den Beschleunigungsdaten mit dem 7-Gang DSG beschleunigt das Auto in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 und ist mit einer Höchstgeschwindigkeit angegeben von 215 km/h. Die schafft er auch. Wir haben das Auto in einem früheren Video auch schon mal auf der Autobahn
getestet und sind auch Topspeed gefahren. Da haben wir Tacho tatsächlich 232, glaube ich, geschafft. Also das ist auf jeden Fall möglich. Wir fahren jetzt gerade auf die Landstraße auf. Dauert dann nur einen kleinen Moment und dann kommen wir auch schon auf die Autobahn. Dann gehen wir einfach mal so durch die Fahrmodi durch. Hier einmal auf Normal. Passiert tatsächlich sehr wenig bei dem Auto. Eco und Normal. Der Unterschied darin besteht einfach nur, dass im Eco-Modus der Leerlauf bzw. der Segelmodus freigeschalten wird und der generell ein bisschen schneller hochschaltet. Die Zylinderabschaltung ist allerdings immer aktiv. So, wenn wir dann hier einmal in den Sportmodus gehen, wird uns hier dann nochmal angezeigt. S7 in der Sportklasse können wir allerdings auch hier unten am Wählhebel umstellen. Einmal runterdrücken, sind wir in D. Nochmal runterdrücken in S7. Können auch, wenn wir das Ganze mal nach rechts kicken, manuell durchschalten. Den Schaltwippen. Und die Gangwechsel, muss ich sagen, die gehen wirklich sehr, sehr schnell. Auch nicht zu hart. Das ist ja immer so ein Problem gewesen bei den 7-Gang DSG, dass er die Gänge immer so reingescheppert hat. Da spürt man wirklich hier auch nichts. Selbst bei einer Laufleistung hier 133.000 Kilometer DSG-Ölwechsel hat das Fahrzeug auch schon bekommen. Das ist da immer noch butterweich. Gibt es ja immer diesen Test vom zweiten in den dritten Gang, dass er da einfach, dass man merkt, wenn er da ein bisschen härter reinschaltet, dann deutet das so ein bisschen auf den Verschleiß hin vom Getriebe. Hat das Auto hier überhaupt nicht. Ich habe hier jetzt auch mal die Anzeige angemacht für die Fahrtenschreiber sozusagen, dass man auch mal sieht, wie der Verbrauch ist, weil wir gehen jetzt einmal auf die Geschwindigkeit, dass ihr die besser sehen könnt. Von der Federung ändert sich im Sportmodus auch nichts. Das Auto hat einen ganz normalen Sportmodus bzw. Sportfahrwerk. DCC-Fahrwerk wäre auch erhältlich, haben wir hier allerdings leider nicht verbaut. Da würde sich die Dämpfung dann nochmal spürbar ändern. Im Sportmodus ist einfach nur die Lenkung ein bisschen härter, der Motor ist ein bisschen aggressiver, wenn man es so nennen kann. Es ist freigegeben, dann schauen wir mal. Durchzug von jetzt 100 bis 140 zieht schon sehr gut durch für die 150 PS. Das Auto ist halt auch einfach der perfekte Alltagsbegleiter, meiner Meinung nach. Wenn man bedenkt, dass man so ein Fahrzeug für um die 13.000 bis 16.000 Euro derzeit bekommt, mit ungefähr den Kilometern, vielleicht auch für 100.000 Kilometer, dann allerdings ein bisschen teurer für 15.000. Man hat Apple CarPlay, Klimasitzheizung, ein sehr, sehr bequemes Fahren. Er ist ruhig auf der Autobahn, er verbraucht sehr wenig und zuverlässig ist er auch. Also was will man da halt wirklich mehr? Dann gehen wir einmal Kickdown. Selbst jetzt hier bei 220 geht es von der Lautstärke her, ist natürlich schon ein bisschen lauter, aber er liegt immer noch sehr, sehr gut auf der Straße. Ich könnte das Lenkrad jetzt auch loslassen. Da braucht man auf jeden Fall keine Bedenken zu haben. Es geht hier auch leicht bergab,
Also auch bei 200, ich gehe mal in den momentanen Verbrauch, sind wir hier bei 8 bis 9 Liter. Für das Auto bei 200, das ist sehr in Ordnung. Das ist wirklich schwer in Ordnung. Dann fahren wir hier mal ab, fahren danach dann gleich wieder drauf. Schauen dann, ob wir vielleicht mal einen kleinen 0 auf 100 Test machen können. Launch Control haben wir hier leider nicht an Bord. Bei manchen Modellen ist die ja tatsächlich verfügbar. Auch in VW Taigo zum Beispiel mit dem 1 Liter Dreizylinder bin ich mal gefahren. Wenn man da ESP auf Sport gestellt hat, in die S-Klasse rein beim Automatikgetriebe, hat auch dieses Auto eine Launch Control gehabt. Ob man das jetzt bei einem 1 Liter Dreizylinder mit 110 PS braucht, glaube ich eher weniger. Aber hey, er hat's. So, auch wenn man ein bisschen stärker in die Kurve reingeht. Das Auto liegt sehr gut auf der Straße. Dann schauen wir einmal. Hinter uns ist niemand. Jetzt hier auf gerader Strecke 220, mehr geht dann auch wirklich nicht. Geht sogar leicht bergauf. Ja, also wie gesagt, das perfekte Alltagsauto, man hat genug Leistung, um im Alltag zurechtzukommen. Verbrauch, wir sind jetzt die ganze Zeit Vollgas gefahren, 10,6 Liter zeigt er an. Und wenn wir jetzt dann auch wieder in den Eco-Modus gehen, dann geht er dann auch wieder direkt runter, wenn er dann noch ein bisschen segeln kann. Und damit wären wir auch am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und kommentiert, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Falls ihr auch euer Auto auf unserem Kanal sehen wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram, TikTok, YouTube oder auch einfach per E-Mail an info.mpdrive@gmail.com. Und dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.